Willkommen bei IEF Werner, die Spezialisten für Automatisierungstechnik. Bei uns erhalten Sie neue Ideen und raffinierte Lösungen für Ihre anspruchsvollen Handhabungsaufgaben. In diesem Video erklären wir die Montage eines Parallelantriebs für eine Portalanwendung. Achtung! Dieses Video ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Es besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Komponenten. Das Portal wird in diesem Fall auf ein Grundgestell montiert. Ein Parallelantrieb besteht aus einer Antriebsachse, hier Masterachse genannt, einer zweiten parallel aufgebauten Lineareinheit, hier Slaveachse genannt, und einem Verbindungsrohr mit Kupplungen. Der Motor treibt den Schlitten der Antriebsachse mit Hilfe des Zahnriemens an. Über die Verbindungswelle läuft der Schlitten der Slaveachse mit. Die Montageflächen für die Linearachsen auf dem Grundgestell werden über Nivellierplatten zueinander ausgerichtet. Als Hilfsmittel werden dazu Maschinenwasserwagen oder Lasermesssysteme eingesetzt. Die Ebenheit darf eine maximale Abweichung von 0,1 mm auf 1 Meter nicht überschreiten. Für den weiteren Verlauf benötigen wir Bezugsebenen in XZ sowie YZ-Richtung, an denen wir die Achsen anschlagen. Zunächst legen wir die Masterachse auf die vorbereitete Montagefläche und richten sie an den eben genannten Ebenen aus. Bitte jetzt die Spannelemente anziehen. Danach verfahren wir auf die gleiche Weise mit der Slaveachse. Hier achten wir beim Ausrichten auf einen korrekten Achsenabstand am vorderen und hinteren Ende der beiden Achsen. Bitte jetzt auch hier die Spannelemente anziehen. Als nächstes richten wir die Schlitten zueinander aus. Dafür werden sie ans Ende der Achsen verfahren. Die Abweichung im Abstand zwischen den beiden Enden darf 0,1 mm in beide Richtungen nicht überschreiten. Um die Schlitten zu fixieren, montieren wir die Verbindungswelle zwischen den Achsen. Nun prüfen wir die Parallelität von Master- und Slave-Achse zueinander. Hierfür verfahren wir die Schlitten und messen die Abstände. Diese dürfen eine Abweichung von kleiner gleich 0,02 mm nicht überschreiten. Gegebenenfalls können wir über die Zustellung der Spannelemente die Slave-Achse nachjustieren. Um die Portalachse zu befestigen, fahren wir die Schlitten des Parallelantriebs in die Mitte und montieren die Portalachse rechtwinklig darauf. Wir richten sie entlang einer Bezugsebene aus und prüfen die Parallelität zu dieser. Falls nötig, justieren wir nach. Fertig. Unsere Parallelantriebe können Sie beispielsweise zum Bau von Flächenportalen nutzen, um große Arbeitsbereiche abzudecken. Weitere Details zur Montage finden Sie in den Videos zur Funktionsweise Nivellierelemente oder Achse horizontal ausrichten. Wir hoffen, unser Video hat Ihnen geholfen und würden uns freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch beraten zu dürfen. Wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an die verantwortlichen Personen in unserem Vertrieb.